Heute das Present Perfect. Wofür benutzen wir das Present Perfect? Wenn eine Handlung in der Vergangenheit begonnen hat und bis in die Gegenwart andauert oder die Folgen bis in die Gegenwart reichen. Zum Beispiel, wenn jemand dir sagt, wow, 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 dein Auto sieht super aus. Ja klar, ich habe es gerade geputzt. Obwohl ich es in der Vergangenheit geputzt habe, hat es jetzt gerade einen Einfluss. Wie bauen wir einen Satz in Present Perfect? Lass uns unsere Tabelle benutzen. Wir fangen mit einem Subjekt an, zum Beispiel ich, I. Das Verb schreiben wir mit have und die dritte Spalte der unregelmäßigen Verben. Wenn es nicht ein unregelmäßiges Verb ist, schreibst du ein ed dazu. Lass uns singen benutzen, sing. Die dritte Spalte von sing ist sung. I have sung loudly. Wichtig, wenn du das Subjekt he, she oder it verwendest, alles als dritte Person Singular ist. Zum Beispiel my friend schreiben wir statt have ein has. He, she, it, das has muss mit. My friend has sung loudly. Und nicht my friend have sung loudly. Wenn wir einen Satz verneinen wollen, müssen wir ganz einfach ein N''T nach den have oder has schreiben. My friend hasn't sung loudly. Wollen wir eine Frage in Present Perfect stellen, dann müssen wir einfach einen Aussagesatz nehmen und das have oder has mit dem Subjekt tauschen. Have you sung loudly? Die Signalwörter sind Sachen wie since, for, recently, up to now, ever, already, yet, not yet oder today. Die helfen dir zu erkennen, dass ein Satz in Present Perfect geschrieben wird. Obwohl du diese Signalwörter, je nachdem was du betonen willst, in verschiedene Positionen stellen kannst, gebe ich dir ein paar Beispiele, die dir helfen können. Wir haben noch Zeit für 3 Beispielsätze. I have just taken a shower. I haven't played football since 2019 or 2019. Have you ever gone to Paris? Yes, I have. Also, bye bye. Das war's. Like und abonnieren.